Hallo meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr erneut so ein großes Interesse an meiner alten Heimat Grünhainischen hattet und vor allen Dingen an diesen alten Filmsequenzen von Emil Hellwig. Einige hatten angefragt, woher ich das habe, ob es noch mehr davon gibt. Natürlich gibt es mehr davon. Und für euch ungeschnitten aus Anfang der 90er Jahre ein Besuch in der Werkstatt von Emil Hellwig. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Guten Morgen, Walter. Grüß dich, Helmut. Vom Videoclub wollen wir heute mal euren Betrieb aufnehmen, da ihr ja eine kunstgewerbliche Schnitzerei seid, die schon länger in Grünhainichen besteht. Und da möchten wir von dir einige Dinge über den Betrieb erfahren. Ist das möglich? Herzlichen Dank, Helmut. Ich stelle mich gerne einmal so einer Sache. Du weißt, dass wir eine Schnitzerei sind. Ja. Im Gegensatz zu vielen, wo gedrechselt wird. Und ich lade dich ein, den Unterschied zwischen Drechseln und Schnitzen einmal bewusst zu zeigen. Danke dir. Du schneidest doch dann sowieso ein bisschen größer. Ja, ich versuche aber möglichst wenig rauszuschneiden. Helmut, ich habe dir schon eingangs erzählt, dass wir eine reine Schnitzerei sind und dass ich das von meinem Vater natürlich von Grund auf gelernt habe, weil er ja als Holzbildhauer und Schnitzer war und vor allem seine Hauptarbeit unten in der ehemaligen Fach- und Gewerbeschule war, als Holzbildhauer und Schnitzer. Und aufgrund politischer Dinge, was in diesem Heft, in diesem Festschrift ja mit angeklungen ist, aus politischen Gründen aufhören musste und so eine neue Werkstatt gegründet hat, mit damals 10 Beschäftigten. Und der Ausgangspunkt war natürlich aufgrund seiner handwerklichen Sachen, seiner künstlerischen Sachen vor allen Dingen, dass er sich auf diese Schnitzerei besonders gelegt hat. Und aufgrund Besonderheiten ist dann diese von der rein bildhauerischen Sache auf die einfache Schnitzerei übergegangen. Und dass wir bis jetzt von 1933 bis heute eine bestimmte Note entwickelt haben, die sich im Volksmund eigentlich so darstellt, dass man sagt, es ist die Hellwig-Note. Und es hat vor allem hat er Wert immer darauf gelegt, rein erstmal von der Zeichnung und also von der Idee aus gesehen, dann eine exakte Zeichnung sowohl in der figürlichen Sache und in ganz besonderer Weise in der Tierwelt. Also dort, wo die Anatomie einen besonderen Wert liegt, dass man da eben als ein Fuchs oder einen Reh ganz anatomisch vorgehen muss. Und das bedingt erst einmal die Zeichnung und dann auch die Darstellung als Motiv, wie ein Tier oder eine Figur beweglich dargestellt wird, in einfacher Art und Weise, aber nicht in verschrobener, also nur den Billigcharakter herausstellen, sondern den künstlerischen Charakter einpassen. Und hier habe ich eine Fuchssache, eine Fuchsgruppe, die im ersten Mal von der Zeichnung bis zu einer Schablone, die sie hier dargestellt sind, dann bis zu einem Stempel, wenn es in der Produktion aufgenommen wird, wird ein Stempel gemacht und dann in der Reihenfolge auf entsprechende Leisten aufgestempelt wird. Und dann eben hier, das ist unsere einzige wirkungsvolle Maschine, das ist die Kopiersäge oder Laubsäge, wie man nennt, mit den ganz normalen Laubsägeblättchen. Also das ist ungefähr die Nummer 8, das ist unser gängigster Artikel.
Und hier kommt es natürlich darauf an, dass der Aussäger ganz präzise nach dieser Schablone, nach den aufgestempelten Dings nachschneidet und so korrekt und so genau wie der Aussäger aussägt, wird auch dann die entsprechende Weiterbearbeitung im Schnitzel sein. Denn der Schnitzer kann nicht Korrekturen leisten, die hier in dem Falle nicht hundertprozentig gewährleistet wäre. Und hier kommt es eben auf erster Linie darauf an, dass das Tier in dieser Weise eben so richtig nach der Schablone ganz genau ausgesägt wird. Und das ist dann die nächste Folge. Wir sagen hier, das ist der Rohling. Und in der nächsten Folge übernimmt eben dann der Rohling das Schnitzer. Und in dieser Form wird der Rohling von den einzelnen Schnitzer, je nach Begabung. Es gibt Tierschnitzer, es gibt Figurenschnitzer, die in dieser Weise präsent sind und ausgebildet werden und die sich in dieser Weise hineinarbeiten können. Auf der anderen Seite gibt es Schnitzer, die mehr für die figürliche Sache zuständig sind. Aber es kommt darauf an, dass das Original, was wir schöpferisch geschaffen haben, dass das in bester Qualität und original echt wiedergegeben wird. Und das können wir jetzt mal zeigen anhand von Weiterbearbeitung. Mal noch eine Frage, Walter, zum Holz. Ach so, ja. Wir als Laien, wir wissen ja nicht, was ihr für Holz benutzt. Wir sehen zwar die Bäume im Wald, aber mehr nicht. Ja, es ist natürlich zum Unterschied, hier müssen wir aber 3 verschiedene Motive eigentlich aus dem Erzgebirge, also fachliche Motive klarstellen. Das ist eben unser Schnitzen in dieser Art und das ist ausschließlich nur mit Linde möglich. Mhm. Und dann die zweite ist natürlich die Drechslerei, die in verschiedenen Holzarten drechseln kann, ob das Buche, Linde oder selbst Fichte ist. Und dann gibt es die dritte Variante, das ist die kombinierte Sache, die Reifendreherei, die oftmals verwechselt wird mit reiner Schnitzerei. Das ist eine Kombination aus der Drechslerei, dadurch, dass eben der Ring aus Fichte gedrechselt wird. Und das ist eine Besonderheit von Seifen, das weiß jede Sache. Und von Generation zu Generation fast eine kleine Geheimnissache, wie das gehandhabt wird. Aber diese 3 Komponenten, Schnitzen, Drechseln und kombiniert Reifen drehen und schnitzen zusammen, was in einer einfachen Art gemacht wird. Also wir schnitzen nur mit Linde. Das ist der Ausgangspunkt ab und nur mit Linde. Währenddessen die Drechsler eben verschiedene Möglichkeiten haben und der Reifendreher aber nur aus holztechnischen Gründen nur wieder Fichte hat. Ja. Und hier kommt es in besonderer Weise darauf an, weil bekanntlich jeder Baum anders wächst oder woanders wachsen kann, dass die Maserung, die man hier in Linde weniger erkennbar ist, aber von der Seite aus möglich ist, dass die wirklich erstmal schön weiß ist, weil wir in unserer Schnitzerform nicht die Figur oder das Tier zumalen, sondern die Grundeigenschaft des Holzes mit erkennen lassen wollen. Und so ist die Farbe für uns nur eine Unterstützungsangelegenheit in der Bearbeitung unserer Schnitzerei. Also es ist nicht eine, so wie die Drechslerei, eine vollkommene, dass sie getaucht werden oder irgendwelche Art, das Holz kaum noch erkennbar ist. Wir wollen in ganz spezifischer Weise das Holz mitsehen lassen und mitschalen lassen. Und die Malerei, die mit Plagiatfarbe vollzogen wird, nicht mit Lackfarbe, dass damit das Holz als Eigenschaft der Schnitzerei mit zu sehen ist. Dankeschön, Walter. Bitte. Helmut, ich zeige dir jetzt mal meine letzte kreative Angelegenheit, diese Kästchen-Sache. Kannst du später nachher im Musterschrank besser sehen. Es hat einen besonderen Hintergrund, ein besonderes Erlebnis. Und dieser Weise sind verschiedene Motive, jetzt fast bis zu 10 Stück, entstanden. Und hier ist eines, was ganz typisch für unseren Raum Erzgebirge ist natürlich das Reh mit den Kiez. Wir sagen die saugende Gruppe, also ein kopfverdrehtes, also ein großes Reh, was sich zur Seite den Kleinen zeigt. Und das hat natürlich schnitzerisch seine besondere Eigenart. Jeder Schnitzer, wenn er irgendeine
Figur oder irgendeine Sache bekommt, hat ein bestimmtes System im Ablauf vom Schnitzen. Nicht, dass er wahllos einmal hier den Kopf oder dann wieder hinten die Beine anfängt, sondern dass er einen ganz bestimmten Rhythmus findet und das im Zuge seiner Aufgabenbereich nachvollzieht. Und somit ist gewährleistet, dass das Original in irgendeiner Form das Original weiter beständigt. Ohne von jedem Einzelnen, damit, wie es bei einer Handschrift ist, jeder hat eine andere Handschrift und hier zeigt sich auch jeder mit einer eigenen Sache, die sich in seiner Form, in der Gestaltung, im Ablauf der Dinge zeigen wird. Aber es ist, am Endprodukt muss es erkennbar sein, dass das Original, wie es jetzt vorgegeben ist, sich wiederfindet. Und das ist das Haupt. Und hier habe ich das kleine Reh, wir nennen das so eine kleine plastische Sache. Und um eine gewisse Abgrenzung wird erstmal der Kopf, das ist schwierig, so ein Problem, angezeigt. So, jetzt habe ich hier, und dann kann man eben den Körper nachvollziehen, dass die Windung des Kopfes sich in dieser Weise zeigt. Und unser Handwerkszeug, um das zu erklären, ist ein Schnitzmesser, das den Ursprung als ein Rasiermesser eigentlich hat. Das ist eine Erfindung, möchte ich sagen, von meinem Vater. Der ist schon damals in der Fachgewerbeschule uns Kinder und uns die Lehrlinge alle mit diesem, weil das Rasiermesser bekannterweise ein sehr guter Stahl ist und der mindestens im Verlauf einer Tagesproduktion unbedingt die Schneide haarscharf halten möchte. Und deswegen ist das, und unsere Schnitzer sind äußerst spitz, um in den kleinsten Winkel eines Rehs oder eines Gesichts, und jeder Schnitzer hat nur verschiedene Formen. Das ist so das Anfangsmesser, stark, wuchtig für große Rehe. Das ist schon für figürliche Sachen oder für feine. Und das ist ganz spezifisch dann für ganz kleine Gesichter oder irgendwie dergleichen, wo man wirklich nur um die Ecke schnitzen kann, möchte ich fast sagen. Das ist unser Handwerkszeug und alle anderen Dinge mit Bildhauereisen sind nur in Ausnahmefällen für Gesichter oder sonst wie irgendwie ein Profil zu haben. Aber sonst sind diese Art der Messer unser einziges Handwerkszeug. Und hier kann man in doppelten Sinn sagen, weil ich die Figuren in der Hand habe und in der Hand schnitze, ist es eine regelrechte Handarbeit. Es hat aber nichts mit Qualitätsauszeichnung zu tun, sondern es hat eigentlich nur damit zu tun, weil es von der Seite aus so anders nicht möglich ist, die Figur oder dieses Tier zu schnitzen. Also du hast es in der einen Seite hast es in der Hand, mit der anderen Hand führst du mit dem Schnitzer diese Figur oder das zutage. Vom Schnitzen ist natürlich der nächste Werdegang das Malen. Und hier zeigt sich in ganz besonderer Weise. Also ich muss vorausschicken, dass jeder, mit dem ich jetzt hier anfangen musste, wirklich Facharbeiter im wahrsten Sinne des Wortes aus unserer Werkstatt waren und die gekonnt viel auf seine Art und Weise, in vielfältiger Weise. Also es geht nicht irgendwie ein Bandsystem, sondern hier die Gabriele, die malt jetzt eine Weihnachtsfigur, die Maria, die muss sie eben von Grund auf, so wie der Schnitzer von Grund auf seine Figur schnitzen muss die Malerin von Grund auf die Figur oder das Tier fertig bemalen. Und das hat schon seine wirklichen Kenntnisse, um hier ganz exakt und dem vorgegebenen Muster entsprechend, da muss die Farbe stimmen, da muss zuletzt muss ich natürlich auch rentieren für den, der es herstellt. Im Lohngefüge, dass wir hier wirklich einen Maßstab finden, der heute unseren Möglichkeiten entsprechen kann. Wir sind natürlich noch nicht so weit, das ist ganz klar. Aber wir freuen uns, dass wir solche berufene, man muss schon sagen, als Künstler in unserer Arbeit hier haben, die ganz selbstständig und ganz bewusst unsere Qualität, unsere Sache
in jeder Weise ausführen. Und deine Malerinnen, die malen von A bis Z, Ja. nicht Einzelteile, das eine Bein oder Kopf oder... Ja, das ist ja... Das ist genauso dann hier bei der Leinerei. Also es gibt keine Bandabwicklung hier in dem Sinne, ne? Sondern jeder Hand oder jeder Leinerbegriff ist von den einzelnen, ob das nur eben im Schnitzen, Malen oder dann wie hier bei der Helga im Leim ist, wird von A bis Z diese Figur vollendet. Hier siehst du es jetzt ganz deutlich, wie wir das Holz hier wirksam mit sichtbar halten. Wir werden die Krüge gemalt, wir werden Streifen gemalt und das Gesicht, aber sonst zeigt sich vollkommen die Art und Weise des Holzes her. So, und Sie montieren jetzt einen Weihnachtsschlitten. Aber nicht durcheinander bringen. Das ist alles sortiert. Ja. Ne? In der Vielseitigkeit unserer Motive ist natürlich am Schluss die Leinerei. Und unsere Helga Allround-Dame, die Erstaunliches in dieser Weise wirklich vollbringt. Hier setzt im Augenblick eines unserer größten Schnitzerei-Motiv, den Weihnachtsschlitten, zusammen, der auch eine Vorgeschichte hat in unserer Beziehung. Denn dieses Originalmodell ist damals als Geschenk nach der Schweiz geschickt worden, als Dank vom Kreis Flöa für die Bäckchen-Sache nach dem Krieg. Und dieses Original des Weihnachtsschlittens steht heute in Basel in irgendeinem Museum. Also, Ja. dieser Weihnachtshirsch mit dem Blumenkind hier vorn war eine, wie wir sagten damals, eine Ausführung in plastischer Art. Und die hatten wir damals 1935 100 Stück nach dem Kunsthaus Schaller nach Stuttgart geschickt. Und die 100 Stück waren alle die Beine dort kaputt angekommen. Die haben sie prompt uns wieder zurückgeschickt. So ein Verlust von, für damalige Verhältnisse, von Preis, von hoher Sache, wo wir an den Rand, heute wird man sagen, wir waren pleite oder sind nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Wir mussten einige entlassen, weil wir dadurch Lohneinbußen hatten von einigen 1000 Mark. Und so ist mein Vater Emil Hellwig als Ausgangspunkt, weil wir ganz kompetente Schnitzer, Bildhauer für diese Sache angelernt hatten, ist durch diese kleine Figur inspiriert worden und hat mit diesem Blumenkind die ersten Blumenkinder-Serien in dieser Art hier gemacht. Das ist der Ausgangspunkt eigentlich unserer derzeitigen, bis heute gehaltenen, einfachen Note, die sogenannte Hellwig-Note. Das aus einer Notsituation besonders herausgekommen, eben durch als Anreiz, weil wir keine berufene großen Schnitzer mehr hatten, mussten wir auf einfache Art zurückschließen. Und da ist dieses Motiv mit diesem Blumenkind der Ausgangspunkt eigentlich aus dieser Notsituation gewesen, dass wir erstens diese Blumenkinder-Serie entwickelt haben, mein Vater, und dann hat sich in einer unwahrscheinlich schnellen Folge dieses ganze Sortiment hier am Tieferverse und auch dann Tierart weiterentwickelt. Und es sind dann im Laufe der jetzt 65 Jahre Hunderte von verschiedenen Motiven entstanden, die natürlich jetzt nicht alle hier gezeigt werden können, aber Märchenfiguren, dann haben wir uns verschiedenerweise gruppiert auf Tiersorten, Märchenfiguren, Zwerge vor allen Dingen. Zwerge unter Zwergen hatten ganz besonders wunderbare Zwergenschnitzer, die das Lächeln oder das Schmunzeln eines Zwerges wunderbar in dieser Hinsicht nachvollziehen konnten. Und dieses Motiv ist mir in besonderer Erinnerung. Da war einmal der bekannte Puppenspieler Professor Abrassow in damaligen Karl-Marx-Stadt zu Gast und er wünschte, eine Schnitzerei zu besehen. Er hat zu einer ganz
eigenartigen Tag gerade vollzogen. Aber ich habe ihn damals, unseren Musterschrank in ehemaligen Geschäftshäusern, zeigen können. Und aus all diesen Mustersachen hat er ein wunderbares Lob gefunden. Aber nur aus diesem Motiv, das war ihm, sollte ich nach seiner Vorstellung rausnehmen. Denn hier hatte die Gans keine Chance mehr, den Fuchs zu entgehen. Und ich habe ihn bloß als Gegenvision gesagt, hier dahinter habe ich einen Jäger postiert. Soll der Fuchs die Gans bedrohlich machen, würde der Jäger eingreifen. War ein kleiner Kompromiss, aber wir haben damals, und diese Vorstellung hat er uns dann sein eigenes Leben erzählt, aus so einer Theatervorstellung, wo seine Theatervorstellung, wo ein Krokodil die Großmutter gefressen hat und ein Kind unten in seinem Saal mordsmäßig aufgeschrien hat und er dann sofort die Vorstellung abgebrochen hat, ist runter zu diesem Kind gegangen, das furchtbar geweint hat und hat das Kind ihm gesagt, das Tier hat meine Großmutter gefressen. Und von Stund an, erzählte Professor Abrassow, hat er nie wieder ein Märchen oder irgendeine Vorstellung gemacht, wo ein Mensch zu Schaden gekommen war. Also ein ganz friedliches Gedankengang davon ausgegangen ist. Es hat ja ein Vorereignis mitten im Krieg, am 6. Januar 1944 habe ich dieses Kästchen von meinem Vater erhalten und ich war zu dieser Zeit in einer Kosakeneinheit, die auf unserer Seite mit war. Und ich setzte dieses Motiv hier zusammen und alle Beteiligten haben das miterlebt. Und am Schluss war auch eine regelrechte Andacht, sodass ein Kosake anfing, wie die Kosaken sind, mit einem Gesang. Und zuletzt die ganzen Kosaken einstimmten in einen Chor. Und ich sage in Erinnerung immer noch heute, das ist wahrscheinlich der einzige Bunker-Kriegs-Kosakenchor in dieser vergangenen Zeit gewesen. Das war der Regisseur Christian Zergiebel, der mich darauf angehalten hat, dass dieses Motiv und dieses Erlebnis doch nicht verloren gehen sollte. Und ich ihn spontan eigentlich damals nur gesagt, ich werde aus dem Kriegskästchen ein Friedenskästchen machen. Und das sind heutzutage die Motive, natürlich der Weihnachtsschlitten um die Krippe. Und es hat sich jetzt schon auf Messen ganz wunderbar gezeigt, dass das den Sinn entsprechend verstanden worden ist. Und wir legen hier ein kleines Kärtchen mit bei, sodass jeder Käufer, jeder Kunde erkennen kann, aus welchem Vergangenheitssymbol eigentlich das entstanden ist. Und so ist das Leben. Am 6. Januar 1944 erreichte mich dieses Kästchen in einen Bunker in der Normandie. Wir waren 30 Soldaten. In der Hoffnungslosigkeit des Krieges war der Anblick dieses Kästchen zugleich ein Lichtblick für Minuten in der Sehnsucht nach Frieden. Über 50 Jahre ist es nun her und noch einmal soll dieses Kästchen den Empfänger Hoffnung, Glück und Freude vermitteln.